nahezu unmöglich, mit ihm zu scannen. Wow! Ha, das hat ziemlich gut funktioniert. Sieht anfangs immer ein bisschen aus wie Spaghetti. Ja, er hat das Tracking verloren. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll jetzt. Das ist natürlich richtig Murks. In meinen Augen wirklich leider das bessere Gerät, was ich nicht erwartet habe. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Sonntagsupdate. Heute, Freunde, geht es um ein Thema, was ich noch nie auf meinem Kanal behandelt habe, nämlich um Scanner. Ihr seht, hier habe ich einen Koffer und da steht Creality drauf. Hier ist der Creality Raptor drin. Aber was wäre denn ein Scanner-Video, wenn man nicht gleich einen Vergleich hätte? Und deswegen habe ich mir gedacht, besorge ich mir einfach den neuesten RevoPoint Metro X. Ganz viel Spaß beim Video. Das ist der große Vergleich. Welcher ist der bessere? Ihr seht, hier habe ich einen Karton stehen. Heute habe ich euch was ganz Spezielles mitgebracht. Habt ihr noch nie gesehen? Da steht's drauf. Ein 3D-Scanner, nämlich der RevoPoint Metro X. Das Ding ist so neu auf dem Markt. Ich wollte mir selber gerne ein YouTube-Video anschauen, was die anderen so dazu zu sagen haben. Da ist mir aufgefallen, ey, das Ding ist so neu. Da bin ich tatsächlich der Erste. Ich freue mich drauf. Riesengroßes Dankeschön an 3D Prima. Die haben es möglich gemacht, dass ich den Scanner jetzt hier so schnell bei mir haben konnte. Ich habe ihn von meinem eigenen Geld bezahlt. Ich werde ihn jetzt testen und ob er was drauf hat, das sehen wir in diesem Video. Ich würde sagen, wir packen ihn einfach mal aus. Das Safety First Cutter für so einen verrückten Wunderburschen wie mich. So, ich bin jetzt wirklich ein bisschen aufgeregt. Also der Karton ist schon mal sehr schlicht. Steht nur Made in China drauf. Und halt 3D-Scanner Metro X. Ich habe ja mit Scanner noch gar nichts am Hut gehabt. Ich habe bisher nur mal ein bisschen auf meinem iPhone gescannt. Eher weniger erfolgreich. Deswegen bin ich gespannt, jetzt mal so einen geilen Drucker, einen geilen Scanner zu haben, der einfach auf einem ganz anderen Level ist. Der hat Kreuzlaser in Blau. Freunde, ich bin so aufgeregt. Geil. Also das ist, glaube ich, wirklich etwas, was man gebrauchen kann. So, warte mal, hier müssen wir nochmal. So. Also das Ding ist wirklich High Class und das ist nicht nur zum Kopieren, sondern ich will damit wirklich aktiv meinen Workflow verbessern, indem ich einfach Sachen scannen kann und gleich anpassen kann. Ist gut, glaube ich. Jetzt kommt erst die richtige Verpackung. Ich dachte schon, so ein schönes Gerät kann man doch nicht nur in so einem Pappkarton lassen. Oh, Magic. Ist ja genau. Ach, hier ist das Ding. Ich wollte gerade sagen, es ist schlicht. Da steht Metro X. Metro X 3D-Scanner. Wow. Zack, Siegel gebrochen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich muss auch sagen, dafür, dass das Ding so toll sein soll, spielt er natürlich auch von der Preisliga her relativ weit unten. Weil ich kenne noch die Zeiten, wo so ein Scanner wie der hier 30 Scheine gekostet hat. So, und hier reden wir jetzt von, ich glaube, 1200 €. Roundabout, je nachdem, wo man den kauft. Und also, ich bin echt gespannt, was das Ding drauf hat. So. Zack. Oh, das wird immer besser. Oh, eiliges Blechle. Oh, jetzt geht's ab, Freunde. Da kriegt man was. Ich bin James Bond. RevoPoint. Freunde. Hier seht ihr schon etwas. Das ist ein Scan-Tailor. Der ist im Preis in der Standard Edition. Das hier ist die Standard Edition. Es gibt noch die Advanced Edition. Da sind dann noch mehr Scan-Hilfen dabei. Also das ist der Scan-Tailor. Und hier, was haben wir hier? Hier ist noch die Halterung. Oh, wow. Wahnsinn, ist da ein langes Kabel dabei. RS-Kabel gebunden. Ist nicht schlimm, aber dafür ist hier ein richtig langes Kabel dabei. Hier haben wir eine Stativhalterung, glaube ich. Hier ist noch das Netzteil. Eine Handschlaufe. Hier ist was Schönes dabei. Das erste Scan-Objekt. Kleiner Dörsch hier. So, jetzt kommen wir hier zum Revo-Scanner. Da ist das Gerät. Da geht einem doch das Herz auf. Weiß ich nicht, hat auch wirklich was von Apple und so ein bisschen wie diese russischen Figürchen. Ein Karton in den Koffer und noch ein Karton und so, hier. Schön die Folie abmachen. Und dann ziehen wir den Lachs hier raus.
Oh. Wahnsinn. 2 Kameraeinheiten. Und dann diese Button hier oben drauf. Richtig haptisch. Oh. Der sieht so unfassbar hochwertig aus. Liegt gut in der Hand. Hat hier so schöne Gripflächen. Mag ich sehr gerne. Krass. So, mit einem Mini-Lüfter. Das ist richtig Technik. Ich sehe mich hier schon scannen. Cool. Wirklich. Sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Wall-E-Kopf, ne? Cool. So, ich sehe mal, hier unten haben wir noch ein Stativ drin. Ich packe den mal beiseite. Nicht, dass dem Kopf was passiert. So, jetzt haben wir hier unten im Koffer noch ein Stativ. Wow, hochwertig. Aluminium gefräst. Mit Kugelkopf und allem. Krass. Ey, allein das Ding kostet ja schon Geld. Überall Möglichkeiten auch zum Verschrauben. Das ist sehr hochwertig. Cool. So. Allein ist es schon cool, weil so einen Scanner braucht man ja auch nicht jeden Tag. Du hast hier einfach einen Koffer, den kannst du über mit hinnehmen. Da kannst du mit auf Reisen gehen. Du hast halt immer alles dabei. Und jetzt kommen wir hier mal zum Scanteller. Es ist halt auch sehr selten, dass ein Scanteller gleich dabei ist. Oh, da fällt noch was raus. Das ist ja eigentlich eher so ein Ding für fortgeschrittene Scanner, dass man hier wirklich elektrische Scan-Funktion hat, dass der Teller sich dreht, neigen kann. Wirkt auch, na gut, hochwertig wollte ich gerade sagen. Hier unten ist es aus Kunststoff, aber die Platte hier oben mit den Punkten schon drauf ist dann doch eine schöne Geschichte. So, Netzteil gibt es dazu auch noch. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich alles ausgepackt. Fast hätten wir es vergessen. Das geht ja auch noch ab. Hier ist ja noch ein richtiges Inlay. Ui, da sind die Klebepunkte. Oh, da ist eine gute Palette dabei. Also da kommt man auch gut weit mit. Ja, guck mal, wie viel hierbei ist. Freunde, das ist das All-in-One-Kit. Da fehlt jetzt nur noch so ein Scanner-Spray, aber das braucht ihr vielleicht gar nicht. So, ansonsten haben wir jetzt hier noch ein bisschen Garantie, Anleitung, das volle Programm, das was dazugehört, ein bisschen erklären, ins Thema reinbringen. Ansonsten ist hier jetzt nicht mehr dabei. In der Advanced-Version wäre, glaube ich, noch ein extra Köfferchen oder eine Packung dabei. Da hätte man noch mehr so Scanwürfel, noch mehr Tapes und sowas zum Scannen. Aber das ist die Standardvariante. Ich denke, mit dem Scanteller kommt man schon echt richtig weit. So, wir wollten gerade anfangen. Da ist mir aufgefallen, hier hinten, ganz hinten drin war noch dieser Seidensack. Und da ist auch dann die Glasplatte drin, damit sie dich nicht verzieht, natürlich aus Glas. Und das ist die Kalibrierungsplate für den Scanner. Die sieht mal abgefahren aus. So, jetzt geht's aber los, Freunde. Eingepackt und losgescannt, sage ich immer. 1 Minute 37 Sekunden später. Hallo Freunde, heute geht es erneut um einen Scanner und hier hinten steht auch schon ein Creality-Scanner, der CR-Scanner Raptor, ein 3D-Scanner aus dem Hause Creality. Dieser Scanner wurde mir bereitgestellt von meinen Lieblingskollegen Surf Alex. Dieses Gerät ist schon in Benutzung gewesen, noch nicht allzu lange, aber er hat gesagt, teste doch jetzt auch einfach mal zum Vergleich diesen Scanner und deswegen, wisst ihr ja, ich habe ja den RevoPoint schon getestet und wir werden auch in diesem Video tatsächlich diese 2 Geräte miteinander vergleichen und schauen, was wir in der gleichen Preisliga von 2 unterschiedlichen Herstellern bekommen und was ihr euch da draußen kaufen könnt oder wo ich meine Kaufempfehlung rausgebe. Und das werden wir alles in diesem Video erfahren. Freunde, let's go, wir packen aus. Ich bin schon wieder super aufgeregt. Komm, wir holen hier meinen Tisch ran. Jetzt geht's los. Also, wir haben hier die Standard Edition. Ich sage es gleich vorweg. Was beim RevoPoint ein bisschen doof ist, ist, dass er keinen Akku hat. Das heißt, man muss immer kabelgebunden arbeiten. Und bei diesem Gerät gibt es einen Zusatzgriff für, was hat er gekostet? Ich weiß es nicht mehr. Blende ich jetzt hier unten ein. Ist ein cooles Ding. Wenn man diesen Scanner hat, ist, finde ich, so ein Akkugriff schon Must-Have. Ist cool, habe ich jetzt nicht zum Testen da. Ich habe jetzt aber den Creality da. Und dieser Creality ist von den Specs her gleich eine Nummer schlechter, muss ich sagen. Der RevoPoint arbeitet mit Kreuzlasern. Das hat Creality auch im Angebot, aber das hat der nicht. Da gibt es nochmal den Raptor X oder sowas heißt der. Und der hat dann auch die Kreuzlinien. Der spielt aber preislich in einer ganz anderen Liga. Deswegen habe ich gedacht, wir testen jetzt wirklich 1:1 diese 2 Geräte aus der gleichen Preisliga. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir packen aus. Tada! So, hier haben wir natürlich auch einen richtig schönen Koffer. Hier ein bisschen mehr auf Army angelehnt, würde ich sagen. Richtig fester, wasserdichter Koffer.
Der scheint auch wirklich wasserfest zu sein mit der Gummidichtung. Ob man das jetzt braucht, weiß ich nicht. Koffer hin oder her, wir wollen scannen. So, hier geht es mal gleich los. Hier ist der Scanner drin. Ihr seht, typisches Scanner-Design. Wir haben hier wieder den Handgriff, wir haben hier Kameras. Das hier sind Infrarot-LEDs. Liegt aber auch sehr gut in der Hand. Auch ein schönes Gripfeld hier, Creality. Kann man auch hier auf so Gummipuffern gut ablegen. So, weiter zum Zubehör, ganz wichtig. Was haben wir hier in dem schwarzen Karton? Ein Netzteil. Wie schön. Also hier einmal ein Stromkabel für den Scanner. Der muss auch immer am Strom angeschlossen sein. Plus ein Datenkabel, sprich USB-C, zum Computer. Das heißt, wir haben schon 2 Kabel. So, nächstes Päckchen. Hier haben wir das Datenübertragungskabel. Hier hat sich Creality gedacht, komm, wir machen mal den normalen USB-C zu was ganz Besonderem. Extra mit diesen super Verschraubungen hier, also weiß ich nicht. Gut, Special Edition. So, wir kämpfen uns zu zweiten Ebenen vor. Hier haben wir schon eine Gummimatte. Die ist die Unterlage zum Scannen und hier können wir nämlich diese Punkte aufkleben und wieder abziehen. Das ist ganz cool. Das heißt, man kann die immer wieder verwenden. Ganz kluge Idee. Gefällt mir. Solche kleinen Specs. So, hier haben wir noch einen kleinen Karton. Hier wieder passender Netzteiladapter. Nichts Besonderes. Ganz normale Netzteiladapter. So, und dann haben wir hier noch einen ganzen Stapel von Handbuch, Garantieschein. Und hier haben wir viele Klebepointe. Die sind nicht alle dabei. Das sind jetzt Punkte, die ich von Surf Alex gleich mitbekommen habe. Auch die großen, das sind alles Special-Dinger. Die gibt es so nicht dazu. Die muss man sich dazu kaufen. Da hat er mir jetzt einfach mal alle mitgegeben. So, Freunde, das ist jetzt tatsächlich eine Kalibrierungsplatte. Die besteht hier hinten aus Glas, würde ich sagen. Und hat hier ein paar Punkte drauf, die brauchen wir wirklich zum Kalibrieren. Das werden wir alles im Laufe des Videos noch machen. 2000 Jahre später. So, ganz normal. Ich bin hier am Scannen. Der macht hier seine Schleifen. Ich mache gar nichts. Was hat er da für Dinge gezogen? Das gibt's doch nicht. Guck, was er jetzt macht. Ich mache gar nichts. Da hinten ist mein Bauteil. Guck, jetzt hat er hier wieder irgendwie ein bisschen was gescannt. Das ist doch wirr. Guck mal, wie viele Ebenen der jetzt auch arbeitet. Was ist das? Guck, hier hinten ist der Schrauber gewesen. Da ist mein Bauteil und dann hat er einfach hier in mehreren Ebenen seine Schleifen geschmissen. Das hat doch nichts mehr mit Scannen zu tun. Das ist künstliche Intelligenz. Ich werde jetzt eine virtuelle Maschine installieren müssen, um dann im Windows das gleiche Programm zu benutzen, weil ich denke, es funktioniert auf dem Mac einfach nicht gut. Es ist einfach nicht ausgereift. Es ruckelt total. Aber der Rechner ist ganz entspannt. Der hat 5% Auslastung und fängt an zu ruckeln im Programm. Irgendwas ist nicht so, wie es sein soll, Freunde. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir eine virtuelle Maschine auf meinem Mac installieren. 1 Minute 37 Sekunden später. Was soll ich sagen, Freunde? Bei Podcast, ne? Podcast 1. Nein, wir sind immer noch hier mit unserem schönen RevoPoint Metro X Scanner. Das mit Abstand schönste Gerät auf dem Markt. Ich war so hyped auf dieses Gerät. Das ist jetzt der andere Tag, schon fast 24 Stunden her. Ich sag mal so, gut, dass er noch auf dem Tisch liegt und noch nicht im Müll ist. Wir haben uns jetzt überlegt, wir werden jetzt erstmal kalibrieren. Weil es ist nahezu unmöglich, mit ihm zu scannen. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Also hier ist ein Scan schon im drin gewesen. Das kann ich jetzt mal kurz öffnen. Und jetzt heißt es, ja, Laurens, das MacBook funktioniert nicht. Wir haben hier noch einen Dell-Rechner. Wir haben hier noch ein anderes MacBook mit Intel-Core-Prozessor. Das ist das neueste MacBook. Und darunter ist noch ein ThinkPad. Also wir haben ja 4 verschiedene Rechner. Wir haben alles probiert. Also an der Software sollte es jetzt nicht mehr scheitern. Das ist die Testfigur, die dabei war. Die sieht super toll gescannt aus. Das haben die schon gescannt. So. Jetzt wollte ich das gleiche auch scannen. Wir haben schon alles ausprobiert. Ja, so sieht das dann aus, wenn ich hier was scanne. Es wird alles gescannt außer die Figur. Wir haben einmal den Kreuzlaser und Infrarotlaser. Beides funktioniert extrem ungünstig, sage ich mal. So, nachdem jetzt alles, ja, wie gesagt, nicht funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, werden wir jetzt die Kalibrierung testen, die man eigentlich nicht machen muss, weil die ist ja eigentlich nur, um die Maßhaltigkeit beizubehalten. Und maßhaltig wollte ich jetzt ja gar nicht. Ich wollte ja erstmal eigentlich nur etwas scannen, um zu gucken, ob er geht. Fehlgeschlagen. Vielleicht funktioniert das, nachdem wir ihn kalibriert haben. Wir probieren es mal. Wir haben es gefunden. Hier unten steht tatsächlich in der Ecke Scannen und Kalibrieren. Und dafür haben wir jetzt dieses schöne Seidensäckchen da hinten rausgekramt. Und hier ist die Kalibrierungsplattform drin. Ist eine Glasscheibe, damit die verzugssicher ist, damit wir die Maßhaltigkeit
behalten können. Hier ist wieder ein QR-Code, den ihr fröhlich scannen könnt. Haha. Genau, jetzt klicke ich mal hier auf Kalibrierungsprogramm. Ich habe das eben schon einmal gemacht und jetzt sagt er mir, ich soll den QR-Code auf der Backplate scannen. So. So, hat funktioniert. So, und wie wollen wir es jetzt machen? Im normal belichteten Bereich sollen wir die Glasplatte auf den Tisch legen. Und jetzt sollen wir den hier raufhalten. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt schon machen soll oder ob ich noch auf Weiter drücken soll. Wahrscheinlich auf Weiter. Hier erklärt er das erstmal. Okay, in den grünen Bereich, Ausrichtung. Er sagt hier, dass ich das auch in der richtigen Gradzahl hinhalte, dass das nicht verkantet. Okay, auch die richtige Neigung. So, und jetzt haben wir hier auf dem Bildschirm, haben wir das volle Programm. Okay, wir haben jetzt rechts, links hier die verschiedenen Abstände und Gradzahlen. Ich versuche das jetzt einfach mal so zu machen. Jetzt soll ich dichter rangehen. So, ich soll jetzt einfach hier halten. Jetzt startet die Kalibrierung. Genauigkeitsprüfung bestanden. Ja, super. Fertigstellen. Das hat jetzt ja nur 1 Sekunde gedauert. Das war schnell. Okay, gut. Kalibriert. Das war's. Ich dachte, ich muss jetzt hier groß die Schwenks machen. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Also, das finde ich schon echt gut. So. Ich dachte, wir müssen jetzt echt hier groß den Hampelmann machen. Kalibrierungsplatte weg. Die legen wir mal hier auf Seidentüchlein. Ich baue hier wieder meinen Scanner auf. Unser Testobjekt, mein kleiner Akkuschrauber. So, noch ein paar Messpunkte hier aufbauen. Jetzt machen wir mal ein neues Projekt auf. Neues Projekt. Dann gehe ich hier einmal auf Autobelichtung. Meinst du, das reicht nicht erstmal? Hier kann ich die Belichtung auf manuell stellen. Und hier starte ich jetzt einfach nur den Scan. So, dann seht ihr, der hat jetzt angefangen zu scannen. Und jetzt gehe ich ganz langsam hier mal so ein bisschen rum. Das sieht jetzt schon deutlich besser aus. Ganz vorsichtig, Freunde. Versuche jetzt mal den Tisch ein bisschen zu drehen. Gut ist, dass er auf Rollen ist. Gucken. Man kann den, also man muss den Scanner, kann man halten, wie man möchte. Also ich kann ihn jetzt auch so quer nehmen. Das soll wohl noch der Pro-Tipp sein, weil die Linien dann noch mal ein bisschen in einen anderen Winkel aufs Bauteil gehen. Ich gehe jetzt auch mal ein bisschen weiter runter, dass wir vielleicht noch ein bisschen besser reinkommen. Jetzt hat er den, glaube ich, gerade ein bisschen verloren. Jetzt haben wir ihn wieder. So, jetzt gehen wir hier schön rum. Wir machen mal das Licht aus. Die Rückseite, die scannt ja nicht so gut. Vielleicht habe ich da zu wenig Referenzpunkte hingemacht. 1 Minute 37 Sekunden später. Das, was ich jetzt eben gesehen habe, das war schon der beste Scan, den wir bisher hingekriegt haben. Wir sind noch ziemlich unzufrieden, aber es war ganz okay. Ich habe jetzt von dieser Seite den Akkuschrauber gescannt. Jetzt brauche ich hier noch mehr Referenzpunkte. Das heißt, ich muss jetzt wieder per Hand die ganzen Aufkleber machen, die auch nicht super günstig sind. So, bin mal gespannt, ob das Kalibrieren jetzt wirklich was gebracht hat. Ich habe das Gefühl, dass es nicht wirklich besser geworden ist dadurch. Muss ich ehrlich sagen. Ich will euch ja keinen Scheiß erzählen, deswegen, wir haben schon echt viel herumprobiert hier und waren bisher echt leider sehr, sehr unzufrieden mit dem Gerät, was uns sehr erstaunt. Wir haben echt viel von dem Gerät erwartet, weil das echt der Knaller sein sollte eigentlich. Aber nach einem Knaller, weiß ich nicht, fühlt sich das jetzt noch nicht an. Ich bin mal gespannt, was wir da noch rausholen können. So, das ist jetzt die zweite Seite, die wir scannen. Vielleicht machen wir noch eine dritte Seite, mal gucken, ob wir ihn dann gleich so nochmal positionieren. Aber vielleicht schaffen wir es schon mit 2 den gesamten Akkuschrauber von beiden Seiten so zu scannen, dass wir ihn in der Software so bearbeitet kriegen, dass wir ihn zusammenfügen können. So, mal gucken. Reicht das schon an Scan Points? So, wir legen jetzt noch diese kleinen Würfel daneben. Einfach um sicher zu gehen, dass die Kamera immer genügend Tracking Pointe sieht, denn sie braucht immer mindestens so 3, 4, 5, dass er überhaupt das Tracking beibehalten kann, dass er nicht abschmiert. Wenn es zu viele sind, wir haben es auch mit so etwas größeren hier probiert, das hat ihm gar nicht geschmeckt. Da wusste er gar nicht, was Sache ist. Liegt aber auch vielleicht daran, dass die Sticker hier alle im gleichen Abstand sind, denn hier sind schon so Einprägungen vorgedruckt gewesen. Und das hat er vielleicht ein bisschen verwirrt. Mal schauen. Zweite Seite liegt jetzt hier so. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach nochmal zu scannen. Jetzt passiert es natürlich auf der Aufnahme wieder nicht. Hier an der Seite, da sieht man auch mal, ob man zu nah dran ist oder zu weit weg ist. Also, hier auf der rechten Seite sieht man auch, wenn man zu dicht rangeht. Na, es spackt gerade ein bisschen, liegt wahrscheinlich auch an der Bildschirmaufnahme. Ob man zu dicht dran ist oder ob man zu weit weg ist, diese Skala. Und da versucht man natürlich möglichst immer im optimalen oder guten Bereich zu sein. Belichtung ist wieder auf Auto. Ich habe eigentlich alles auf Auto, was geht, weil es muss ja mit Auto gut funktionieren, denke ich mir, bei dem Preis so. Ich drücke hier oben wieder auf Start und wir legen los. Sieht anfangs immer ein bisschen aus wie Spaghetti. Er sagt, zu wenig Referenzpunkte. Das kann nicht sein. Das ist noch jetzt sogar mehr als auf der anderen Seite. Jetzt gehe ich mal von oben weiter rein. Vielleicht ist das besser, dass er einfach mehr Referenzpunkte sieht. Aber guck mal, jetzt sieht er Referenzpunkte. Genau. Ja. So, er sagt jetzt noch zu weit weg. Aber auch wenn ich hier so reingehe, da sind so 3 an einer Stelle, da denke ich mir so, was macht er da?
So, wir drücken auf Start. Und jetzt haben wir, wenn wir von oben anfangen, schon die ganze Kontur. Doch, man kann die sogar hinzufügen, theoretisch. Oder? Das hat funktioniert. Das sind so viele Tracking-Punkte. Also der sieht doch die ganze Zeit mehr, als er muss. Achtung, ich drücke mal den Tisch, dass ich auch wirklich überall hinkomme. Guck mal, hat er jetzt das Tracking verloren? Ne, da hat er ihn wieder. Das hat die ganze Zeit zu wenig Punkte. Das kann nicht sein. Ihr seht jetzt ja diesen großen Fleck quasi, der ist ja außen orange, wird dann gelb und dann immer mehr grün. Und desto grüner es ist, desto mehr Informationen haben wir. Und grün ist die Farbe, die wir überall am besten haben wollen. Und ich glaube, wir kommen hier wieder nicht so weit runter, dass wir genügend Informationen kriegen, dass wir das mit 2 Scans hinbekommen. So kreisende Bewegung vielleicht. Ich bin schockiert, Freunde. Ich dachte, es wäre leichter. Ein Scan ist wirklich ganz viel Arbeit. Quality Raptor. So, wir haben bereits hier schon ein bisschen rumgespielt. Zeige ich euch später. Hat schon gut funktioniert, aber wir werden jetzt nochmal kalibrieren, weil wir das Maximalste aus diesem Gerät rauskitzeln wollen. So, wir drücken mal hier auf Kalibrieren. Ich habe hier schon die Kalibrierplatte. So, und jetzt wollen wir erstmal, hier hinten ist ein QR-Code drauf und den soll ich jetzt einscannen. Guck, das hat auch sofort funktioniert. Und jetzt soll ich die Platte auf den Tisch legen. Bin ich mal gespannt. Irgendwas hängt doch jetzt hier mit dem Gelben. Ah, jetzt soll man so machen. Ah, okay. Jetzt so quer. Das ist wie Mario quasi. Man muss sich durch verschiedene Level arbeiten. So, Bildschirmrecording ist an. Wir sagen, neues Projekt. Black, nehmen wir das einfach mal. Standard, alles yes. Scan. So, gleiches Objekt, was wir sonst immer gescannen hier. Der Schrauber hier in einer Special-Position und jetzt geht das los. Anhand dieser LED hier oben kann ich auch sehen, ob ich zu dicht dran bin oder zu weit weg. Das ist jetzt schon so unfassbar detailliert. Boah, das sieht so geil detailliert aus. Nice. So, jetzt haben wir hier unsere Scans. Wir haben jetzt 6 Stück an der Zahl gemacht. Mal gucken, ob es so gut war. Und jetzt entferne ich hier schon die ersten Fehler. Dass wir halt wirklich alles, was nicht dahin soll, irgendwelche Artefakte oder sowas, dass die halt wegkommen. Dass wir halt saubere Scans haben. Guck mal, hier haben wir ziemlich viel Boden gescannt, plus die Rolle. Das kann alles weg. Das stört uns alles. Wenn wir das jetzt zusammenrechnen, dann kommt da nur Murks raus. Das geht auch ganz gut. Hier sehen wir auch, dass der Scan eigentlich schon echt gut funktioniert hat. Das hat schon echt Spaß gemacht. Und von den 6 Scans von allen Seiten, da sollten wir genügend Informationen haben für alles. So, hier sehen wir auch die großen Reflexionsbälle, die müssen auch weg. Da haben wir den hinteren Griff zum Beispiel, die ganze Oberseite von außen gut gescannt. Es gibt auch so Funktionen wie Boden entfernen, aber damit kenne ich mich noch nicht aus. Ich mache das so, wie es am schnellsten geht. So, jetzt haben wir hier einige an der Fransen weggenommen, in der Hoffnung, dass das Scan-Ergebnis dann zum Schluss noch besser wird. Weil wenn er die Fransen überlappt, das wird wahrscheinlich nicht hübsch. So meine Intention. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Aber wir schauen mal. So, schön anhand des Geräts entlang. So, das sieht ganz gut aus. So, hier, das haben wir auf der Tischkante gescannt. Da muss der ganze Tisch natürlich weg. So, ganz vorsichtig, dass wir nicht zu viel wegschneiden. Zack, noch ein Artefakt weg. So, da noch ein Fitzel. So, hier ist noch ganz viel Krümelkram. Da schneiden wir mal die ganze hintere Seite ab. Zack, da haben wir uns nur das Griffstück rausgeschnitten. Dass wir wirklich nur die sauberen Bereiche in unsere Übertragung reinnehmen. Hier lag unser Augenmerk mal auf dem quasi dem unteren Griffstück, die Ladebuchse. Deswegen alles, was wir nicht haben, wo wir schon bessere Informationen haben, einfach wegschneiden. Zur Not, da wo man nicht weiß, was fehlt, da muss man halt einfach dann überlappen. Später könnte man das ja wahrscheinlich nochmal in Blender und sowas nachbearbeiten. Aber jetzt wollen wir erstmal versuchen, was ist das Maximalste, was wir jetzt mit unseren 6 Scans hier herausholen können. Es gibt auch so Funktionen wie Marker Removal. Da würde er diese Markerpunkte, die wir jetzt halt noch sehen, ist ein bisschen unschön. Die würde er dann entfernen, aber das funktioniert in unseren Tests noch nicht so gut. Am besten einfach auch alles auf Auto stellen und dann geht das schon. Batch Processing ist, dass er einfach die Funktion bei allen anwendet. Das sieht man jetzt auch hier, da kann man die einzelnen Scans anwählen, Select All, zack, und dann übernimmt er einfach die Einstellung. So, jetzt lädt das hier mal kurz, aber geht tatsächlich relativ schnell. Mein MacBook ist aber auch relativ leistungsstark.
36 GB RAM. So, jetzt sind wir mit dem Glätten durch, aber er hat uns jetzt trotzdem wieder neue Artefakte gemacht. Und die versuchen wir jetzt nochmal zu entfernen. Und das würde uns ja alles stören. Warum er das jetzt macht, wir hatten es also schon so schön bearbeitet, das weiß ich nicht. Aber Hauptsache, alles was doof ist, weg. Wenn ihr jetzt die Vollscan-Profis seid, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, was mache ich hier falsch, was kann man besser machen oder sieht das schon ganz gut aus. So Freunde, ich hoffe, ich mache das hier richtig. Ich bin natürlich blutiger Anfänger. Ich mache das hier natürlich zum ersten Mal. Ich habe auch selbst nur ein paar Tutorials gesehen und habe mich dann mal so rangetastet, habe mir noch ein paar Tipps von Bekannten geholt. Deswegen, ich nutze natürlich jetzt meistens nur Autofunktion. Ich weiß nicht, wo ich dran rumdrehen sollte, dass es vielleicht noch besser werden könnte. Ich probiere einfach und bisher hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Aber ihr merkt auch, es ist viel Nacharbeit auch tatsächlich vom Scan her. Ich habe immer früher gedacht, oh cool, Scan, dann stellst du das irgendwie so hin und dann läufst du dreimal im Kreis und dann kommt dann ein fertiges Teil raus. Aber es ist dann doch immer ein bisschen mehr Arbeit, wenn man halt wirklich was richtig Detailliertes haben möchte. Und selbst das reicht jetzt wahrscheinlich nicht aus, um eine richtig vollständige, schicke Datei hinzubekommen. Da wird man immer irgendwo Stellen haben, die nicht besonders toll aussehen. So, jetzt beginnen wir mit dem Merging. Da werden die einzelnen Scans miteinander verbunden und da entsteht dann hoffentlich zum ersten Mal der fertige Körper. Einige Klebepunkte hat er jetzt rausgenommen. Wir fügen mal alles hinzu. Es gibt einmal Marker-Merging. Da versucht er halt dann noch die Tracking-Punkte zu nutzen, um das miteinander auszurichten. Und dann gibt es Feature-Merging. Und da versucht er halt wirklich die Konturen zueinander wie Puzzlestücke zusammenzusetzen, dass es dann ein ganzes Bauteil ergibt. So, jetzt das auf Wirrwarr. Jetzt wir drücken mal auf Start und gucken mal, was er da rausschmeißt. Wow! Ha, das hat ziemlich gut funktioniert. Ein paar Löcher haben wir jetzt, glaube ich, noch. Jetzt könnte man ja eventuell nochmal nachscannen. Jetzt sehen wir genau, was fehlt, aber das sieht schon echt gut aus. Glatte Flächen, die jetzt fehlen, die könnte man eventuell ja noch einfach dann schließen, wenn man einen Vollkörper daraus errechnen lässt. Aber ich bin jetzt eigentlich dafür, dass ich es zum ersten Mal gemacht habe, schon ziemlich begeistert. Wir könnten es jetzt nochmal manuell ausrichten, aber wir belassen das jetzt einfach mal beim Auto, weil ich finde, das Ergebnis ist schon ganz gut. Ich will ja jetzt auch nichts kaputt machen. So, jetzt haben wir hier den Körper, jetzt gibt es auch keins zurück. Ob man jetzt nochmal nachscannen könnte, weiß ich nicht ganz genau. Ich wüsste jetzt nicht, wie es zurückgeht, aber jetzt machen wir ein richtiges Mesh-Netz draus. Gehen wieder alles auf Automatik. So, und jetzt lassen wir noch mal ein bisschen rechnen. Das dauert einen kurzen Moment. Und dann könnten wir hoffentlich gleich schon mit der Datei, die er uns gleich ausspuckt, tatsächlich das ganze Bauteil schon nachdrucken. So, wenn einem das Mesh jetzt nicht gefallen würde, könnte man noch mal auf Point Cloud zurückgehen, die Einstellungen jetzt ändern. Weil ich fand das jetzt ein bisschen matschig aus. Wir probieren das jetzt noch einmal zu errechnen mit ein paar anderen Einstellungen. So, aber ihr seht, es geht auch relativ schnell, das Berechnen. Also das Programm läuft hier drauf echt super gut, obwohl wir jetzt ja tatsächlich 6 detaillierte Scans hatten. Klar, ist jetzt kein Auto, aber schon ein bisschen mehr drin. So, sieht jetzt noch besser geschlossen aus. Wir sehen, 1, 2 Punkte hat er noch gelassen, aber ansonsten... So, jetzt haben wir mal ein bisschen rumprobiert hier. Egal, was man einstellt, es kommt irgendwie auch so ein bisschen verwaschen raus, aber ich glaube, das ist einfach die Information, die wir vom Scanner erhalten haben. Man könnte jetzt ja, wie gesagt, in anderen Programmen das vielleicht noch nacharbeiten, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Griff für diesen kleinen Akkuschrauber machen wollen würde, dann würde das jetzt schon genügen. Wir wollen ja keine ultra genaue Passung haben, sondern wir wollen hier einen Halter konstruieren und dafür würde das Bauteil jetzt ja schon extrem ausreichen. Also ich bin echt zufrieden mit dem Ergebnis eigentlich. Also ich meine, wir reden hier auch immer noch für einen Scanner, der zwischen 1100 und 1400 Euro gehandelt wird. Ohne große Vorerfahrung, ohne großen Scantisch, einfach Plug and Play. Also da kann man wirklich nichts sagen. Das ist wirklich, glaube ich, ein Ergebnis, was man sich sehen lassen kann. So, hier kannst du... So, jetzt erstelle ich hier nochmal schnell eine STL. So, Akkubohrer STL sichern. So, zack, Prusa Slicer auf. Und da haben wir ihn schon reingeladen. Wir könnten ihn jetzt drücken. So, Freunde, es geht weiter. Viel Zeit ist vergangen. Viel Zeit. 2 Tage. So, also ganz viel Aufregung, ganz viel Stress, ganz viel Generverei. Wir haben mit RevoPoint diskutiert und telefoniert und analysiert. Und RevoPoint hat gesagt, dass wir zu wenig Punkte benutzt haben. Einen Moment, das muss ich euch noch mal kurz zeigen. Originaler Scantisch. Da haben wir diesen Schrauber draufgelegt. Und dann hieß es, ja, also wenn Sie so wenig Punkte benutzen, dann kann man gar nicht gut scannen.
Komisch, dass man einen Tisch mitliefert, der zu wenig Punkte hat und wir auch angeblich zu wenig Punkte aufgeklebt haben. Naja, also nichtsdestotrotz, wir haben ein bisschen konstruiert und haben uns gedacht, nö, also das lassen wir so nicht auf uns sitzen. Wir machen jetzt unseren eigenen Scan-Tisch. So, da sind genügend Punkte. In groß, mittel und klein, alles mit dabei. Nicht elektrisch, aber manuell. So kann man schön drehen. Dann haben wir auch, weil wir auch noch größere Sachen scannen wollten, haben wir gesagt, okay, der Tisch ist manchmal ein bisschen zu klein. Dann haben wir diese Pfosten entworfen, auch mit Scanpunkten versehen. Und dann gibt es so Ständer, die kann man dann frei im Raum positionieren. Ne? Das ist jetzt natürlich der Clou, dass man die nicht nur hier festmachen kann, sondern auch an der Hauptplatte. So, dann kann man die hier reinmachen. Dann kann man sich auch gleich mehrere reinmachen. Und dann ist das Gute, dass man tatsächlich, wenn man jetzt hier mit dem Scanner ist, dass man einmal in diesem Winkel die Scanpunkte erkennen kann, in diesem Winkel und auch wenn man so von hinten geht. Hier hat man immer genügend Scanpunkte mit drauf. So, jetzt wollten wir aber auch noch größere Sachen scannen und da seht ihr es auch schon. Nein, das ist kein ganz langer Pfosten. Das ist tatsächlich die Erweiterung, die kann man dann hier oben einstecken. Zack. Und so kann man jetzt auch noch größere Sachen scannen. Genau, das ist jetzt unser Scantisch, der wirklich, wirklich gut geworden ist. Finde ich, wir haben so viel damit gescannt und es bringt mehr. Also, deswegen, so, also, wir haben jetzt diesen super guten Scantisch, der besser ist als auch Originale. Der Creality brauchte das gar nicht. Aber wir haben jetzt schon mal ein paar Testscans gemacht und jetzt möchte ich gleich noch einmal was mit diesem Tisch scannen und diese Scanner wirklich 1:1 vergleichen. Ich gebe den Scannern jetzt gleich jeweils 10 Sekunden Zeit, das gleiche Bauteil an der gleichen Position zu scannen und dann werden wir vergleichen, welches Scanbild besser aussieht. Innerhalb von 10 Sekunden. Also es ist wirklich schwer, die Geräte zu vergleichen. Wobei ich dachte, es würde uns schwieriger fallen, denn der Creality, der eigentlich gedacht der schlechtere Scanner ist, scannt tatsächlich sehr erschreckend gut. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir scannen jetzt mal und schauen und vergleichen. So, gleiches Setup. MacBook Pro neueste Generation, M3 Pro Chip, 36 GB RAM, Grafikkarte All-in, gutes Gerät, benutze ich zum Videoschneiden. An dem kann es nicht scheitern. Wir haben hier auch noch ein anderes MacBook mit Intel Core Prozessor von ca. 3 Jahre alt getestet. Wir haben noch einen Dell-Rechner und ein ThinkPad getestet. Tatsächlich hat mein MacBook am meisten Performance gezeigt. Ganz wichtig noch zu erwähnen, die Software lief anfangs, was ihr im Video gesehen habt, ein Tick schlechter. Wir haben hier mit RevoPoint tatsächlich direkt mit dem Support-Team in China gesprochen und dann haben sie tatsächlich nach unserem Gespräch am Abend ein Upgrade rausgebracht. Das habe ich jetzt auch schon installiert. Das ist jetzt tatsächlich die neueste Version. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Hier ist der RevoPoint. Hier haben wir unseren Scannertisch, die Kalumi. Und ich dachte, das Teil haben wir noch nicht gescannt. Scheint ganz gut zu sein. Da kommen jetzt keine Scanpunkte drauf, denn wir haben ja hier genügend Scan-Track-Points. Ich mache jetzt hier einen Timer von 30 Sekunden. 10 Sekunden war doch ein bisschen kurz. Wir geben ihn einfach mal 30 Sekunden. Hier oben ist der Start-Button. Ich habe noch nicht gestartet. So, ich halte das jetzt hier hin, dass er schon mal hier ein paar Tracking-Punkte hat. Da sind wir so fair und dann würde ich sagen, wir starten in 3, 2, 1. So, ich konzentriere mich jetzt und versuche hier möglichst gut zu scannen. So. Ja, er hat das Tracking verloren. Hä? Warum hat er das Tracking verloren? Ja, super. Naja, das ist das Ergebnis. So, und die Zeit ist um. Jetzt Tracking verloren hier. Ist doch super. Entschuldigung, was ist jetzt hier gesagt? Das ist nämlich das, was ich meine. Also er hat genügend Scanpunkte. Er hat jetzt keine Fehlermeldung gezeigt und er hat einfach wahllos auf einmal den Tracking verloren. Schade. Ja. Das war der Test. Creality Raptor Standard Edition. So,
Also, ich habe hier auch wieder meinen Timer. Ich starte auch hier ein ganz normales neues Projekt. Namen nennen wir mal Test 3333. So, jetzt können wir hier auch Color Mapping. Das habe ich beim anderen auch nicht aktiviert, das lasse ich jetzt aus. Alles auf Standard. Wir starten den Monitor. Genau, dann machen wir, hier ist Auto, müssen wir noch einschalten. Zack, jetzt ist alles auf Auto. Wir gehen auch hier hin, dass er die Tracking-Punkte erkennen kann vorher. Standardmodus und wir sagen 3, 2, 1 und los. So. So, hat er alles im Blick. Gucken, das Tracking sieht sehr gut aus. Kann man auf jeden Fall einiges mitmachen. Fast alles grün in der Zeit. So. Stopp. So, ich würde sagen, so grob überschlagen, ist das schon mal hier ein ganz anderes Ergebnis. Oh, da sieht man schon ganz, guck mal, er hat sogar das hier unten gescannt. Das hat er beim anderen, glaube ich, gar nicht geschafft. Ich gehe mal hier im gleichen Vergleich. Das ist das Scannergebnis vom RevoPoint. Tracking verloren hier. Und also kann man gar nicht erkennen, was das ist. So, und was mir jetzt in den letzten Testtagen aufgefallen ist, nicht nur, dass der Quality an sich besser funktioniert, sondern auch wenn ich quasi hier so runterscanne. Der RevoPoint ist hier schon vorbei. Den Quality, den kann ich so flach runterziehen. Da kann ich wirklich ganz nach unten gehen, ohne dass der Tracking verliert. Ja, da ist also der RevoPoint, der verliert schon ab der Steigung ungefähr, sagt er sich so, ich bin nirgendwo mehr. Und dann verliert er halt tatsächlich das Tracking und dann findet er es meistens auch nicht wieder. Und wenn er es findet, dann auch manchmal auch gerne an der falschen Stelle und dann ist halt vorbei. Jetzt gibt es natürlich noch die Möglichkeit, mit dem Creality und dem Raptor mit Infrarot zu scannen. Und das probieren wir jetzt auch. Da schalte ich hier auf den Infrarot-Modus. Der RevoPoint hat auch Modis, auf die gehen wir gleich auch nochmal ein. So, dann können wir hier auch Size Small gehen. 150 bis 250 mm. Dann könnten wir hier noch Face oder Body auswählen, Textur, aber wir arbeiten hier mit Markern. Yes, genau, das lassen wir mal an. So, starten wir den Scan. Hier ist alles schon auf Auto. Wir sehen, er macht jetzt schon mal gerade weißes Licht, würde auch sagen. So, wir gehen mal jetzt hier ran. Wir haben jetzt die Stützen mal abgemacht. Top, ja, testen wir mal. So, wir geben ihm wieder 30 Sekunden. 3, 2, 1. So, der Scan hat gestartet. Kurzes Tracking verloren. Aber er findet es immer wieder. Sieht auch ganz okay aus. Das, was er gescannt hat, sieht gut aus. Ebenfalls hier haben wir noch ein bisschen vom Tisch mit gescannt. Auch da hat er die Konturen gut erkannt. So, jetzt stecke ich noch einmal den RevoPoint an. Das Programm lädt jetzt schon mal deutlich länger immer, bis der da seinen Modus gewechselt hat. Verstehe ich immer gar nicht. So, dann können wir hier drüben wieder auf Auto stellen. So, sind wir mal gespannt, was wir da hinkriegen. Wir geben wieder 30 Sekunden. Auf die Plätze, fertig, los. Mhm. Was uns hier auffällt, er hat hier gescannt, aber ihr seht, das, was er gescannt hat, das hat hier immer so komische Artefakte drin. Ansonsten hat er hier eigentlich auch gut die Kontur des Griffes übernommen. Aber ihr seht halt rundherum, ist es halt so sporadisch. Ne? Da sind halt oftmals irgendein Zeug mit drin, auch in der Luft. Gerade hier vor an der Stelle, da scannt er halt Dinge in der Luft. Das ist natürlich alles solche kleinen Punkte, die stören uns später in der Nachbearbeitung. Das erfordert halt unfassbar viel Zeit und versaut uns eventuell die Zusammensetzung der einzelnen Scans. Weil das Programm will was berechnen und wenn da irgendwelche Sachen sind, dann versucht er sich natürlich an allem zu orientieren. Deswegen fordert es, denke ich, in meinen Augen deutlich mehr Nacharbeit in diesem Programm. Und das Programm läuft nicht wirklich super flüssig immer. Es ruckelt halt. Ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen sehen. So, jetzt vergleichen wir das mal. Das war tatsächlich Kreuzlinien und das hier haben wir im Vollfeld, ist das vollständiges Feld? Also das haben wir im vollständigen Feld gescannt. In meinen Augen ist das vollständige Feld hier der schönere Scan, die schönere Scan-Funktion und das Kreuzlinien, womit RevoPoint natürlich eigentlich wirbt, diese Kreuzlinien kennt man sonst eigentlich nur von teureren Geräten, das sieht echt murks aus. Muss ich ehrlich sagen,
dass er das hier verloren hat. Und hier sind so viel Krisselkram in der Luft, hier aus so weit weg. Also das kann ich nicht verstehen, was er da scannt. So, und wenn wir uns das jetzt mal beim Creality angucken, das hier ist im Infrarotmodus, ne, da sehen wir schon einige Konturen. Und ist das hier der andere Scan, das ist irre, finde ich, was dieser Vergleich, das hier zu dem hier. Was ist das denn? Was ist das? Das ist doch kein Scan. Hallo, ich will das scannen, um damit arbeiten zu können. So, und das hier, da kann man mitarbeiten. Und da habe ich nämlich was vorbereitet, denn wir haben ja, wie ihr gesehen habt, diesen Akkuschrauber gescannt und haben den tatsächlich dann einmal komplett rausgerechnet und ausgedruckt. Den haben wir in mehreren Seiten natürlich gescannt, um wirklich auch selbst den Anschlussport richtig darzustellen. Und ich denke, das kann sich sehen lassen. So, und der beste Vergleich ist natürlich, wenn man es hier in die Ladestation hängt und das Ding da drin liegt, als wäre es der Originale. Also, das spielt gar keine Rolle. Natürlich ist der hier schwerer und lädt natürlich jetzt auch. Aber das ist nämlich, womit man arbeiten kann. Das könnte ich jetzt theoretisch auch nehmen und das theoretisch in eine Werkzeugablage einprägen und hätte dann die Passform für diesen Akkuschrauber. Und das ist nämlich das, wo ich denke, klar kriegt man da auch irgendwas hin mit dem RevoPoint. Der wird auch da reinpassen, aber diesen Detailgrad, also wir haben ja hier quasi eine 1:1 Kopie und das ziemlich originalgetreu. So, und jetzt könnt ihr natürlich sagen, unser Wunderbursche Laurenz, der erzählt uns da wieder was von diesen tollen Scanner. Aber das Scannergebnis, das könnt ihr jetzt selbst vergleichen. Ich werde jetzt noch einmal mit beiden Scanner das Bauteil von mehreren Seiten scannen, so gut es geht, werde das in den jeweiligen Programmen zusammenrechnen und werde diese beiden Dateien euch zur Verfügung stellen. Ihr könnt euch beides runterladen und ihr könnt dann selber entscheiden, welcher Scanner das bessere Ergebnis gescannt hat. So, und damit fangen wir jetzt direkt an. So, jetzt ist passiert. Jetzt haben wir hier tatsächlich noch einen dritten Scanner. 1, 2, 3. Aber da liegt nur einer. Und wir drehen einfach nur vorsichtig im Kreis. Es sind auch immer gleich 3 Teller mit 3 Scannern. Also ich weiß nicht, warum der da das Tracking verliert. Einfach aus dem Nichts. Wir wackeln ja nicht groß mit dem Scanner rum. Wir haben genügend Tracking-Punkte. Das ist Kontrastspray drauf. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll jetzt. Das ist natürlich richtig Murks. Eigentlich kann man damit nicht arbeiten. So, jetzt habe ich hier tatsächlich, wir sind im Prusa Slicer. Ich habe jetzt einmal den Creality Point Cloud, das Gitternetz rausgerechnet im Creality, in der Creality Software. Und dann habe ich nochmal die gleiche Point Cloud vom Creality tatsächlich in der Metro X Software rausgerechnet. Und da sieht man das ganz deutlich. Ich gehe mal hier ran. Das ist diese Säule. Hier hat so ein paar Artefakte. Die sehen ziemlich matschig aus. Und wenn man sich jetzt mal das von dem Creality, was in der Creality gemacht wurde, hier sehen wir zwar einzelne Sachen, aber das sieht deutlich detaillierter aus im Ganzen. Ich hoffe, das kommt jetzt so rüber. Auch der Scanner an sich sieht hier einfach deutlich schöner aus. Und also die Point Cloud wird tatsächlich so matschig in dem System von der Metro X. Da ist wirklich nicht schön. Also da geht auch auf jeden Fall der Punkt an die Creality Software. Die ist auch deutlich einfacher zu bedienen. So, und damit ihr das jetzt am besten vergleichen könnt, werde ich euch jetzt alle Dateien tatsächlich auf Printables hochladen. Dann könnt ihr euch das runterladen und selber entscheiden, was ihr besser findet. Vielleicht irre ich mich ja auch und vielleicht findet ihr die Sachen vom RevoPoint viel besser. Das könnt ihr jetzt selber entscheiden. Aber meine Meinung habe ich bis jetzt auf jeden Fall getroffen. So, Freunde, 2 Scanner, zweifach doppelt gescannte Power. Wir haben alles gegeben. Wir haben es versucht, so gut wie es geht, die 2 Geräte zu vergleichen. Und meine Meinung steht jetzt fest. Der Creality ist zurzeit auf jeden Fall mein Favorit. Ich habe tatsächlich gedacht, dass der RevoPoint klare Vorteile haben wird, denn er hat eine Technik, das nennt sich Kreuzlaser. Das hat sonst beim Creality nur der Raptor X. Und das ist nur der Raptor, die günstige Version. Die andere Version ist, glaube ich, 3-mal so teuer. Und da hätte ich echt gedacht, dass der RevoPoint klar einen Vorteil hat. Aber was bringt ein toller, hübscher Scanner, wenn die Software dahinter irgendwie nicht so schön mit dem Scanner zusammenarbeitet? Denn ihr habt ja auch gesehen, das, was wir hiermit gescannt haben, haben wir auch in der Metro X Software bearbeitet und getestet. Und das hat da sehr gut funktioniert. Das ist einfach tatsächlich das, was der Metro X von RevoPoint ausspuckt. Ist halt einfach irgendwie, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, leider Murks. Ansonsten, Freunde,
Jetzt nochmal, ich habe noch ein bisschen nachgedacht. Ihr seht es ja auch, Koffer technisch, sie haben beide einen Koffer. Der von Creality gefällt mir nicht besser, ein Tick handlicher, noch ein bisschen schlaggeschützter, eigentlich ganz cool. Muss man aber auch sagen, Creality verliert auf jeden Fall einen Punkt Zubehör. Beim Raptor, beim RevoPoint bekommt man natürlich noch einen automatischen Scantisch, der kann elektrisch fahren in verschiedenen Winkeln. Das ist mit dem Scanner dann verbunden, er dreht, macht Fotos, habt ihr alles im Video gesehen. Zusätzlich kann der sich auch neigen. Das ist ziemlich cool, dass das über die Software geht. Beim Creality kann man sich natürlich auch einen Scantisch dazu kaufen, der wäre dann aber wahrscheinlich nicht mit der Software verbunden. Außerdem gibt es beim Metro X auch noch ein Stativ und eine Halterung dazu. Also eigentlich vom Zuge her ganz klar Metro X von RevoPoint ganz klar voraus. Aber es bringt halt nichts, wenn man eine tolle Technik hat, ganz viel Zubehör, wenn das Gerät einfach nicht wirklich gut matcht. So, Creality hat gesagt, komm, wir nehmen das Geld von dem Kunden und stecken alles in das Gerät und machen ein schönes Gerät, und das haben sie auf jeden Fall geschafft. So, preislich tun sich bei den Geräten tatsächlich nicht viel. Bei Metro X bekommt man natürlich mehr für sein Geld, aber hier gibt es auch noch einen Akkugriff dazu, und das gibt es nämlich hier nicht, weil man ist dann doch immer relativ sehr eingeschränkt mit Kabeln und Netzteil. Mich hat das persönlich gestört, weil die Kabel auch relativ kurz sind. Man kann die natürlich verlängern. Wie weit das möglich ist, müsste man ausprobieren. Aber hier gibt es tatsächlich eine Halterung, die kann man rausfluppen und dann kann man das auf diesen Akkugriff raufstecken und dann wird das direkt per Handy-Display gespeichert. Das kann man dann wieder in die Software übertragen und dann kann man die einzelnen Punkte alles rausrechnen, wie als hätte man es mit Kabel gescannt. Ist eine tolle Funktion, würde ich auch gerne noch ausprobieren. Aber das war der 1:1 Vergleich, weil der kann das nicht. RevoPoint bietet aber auch Scanner gleich mit Display All-in-One-Lösung an. So, dann zum Feeling, ganz klar. Was ich gleich sagen muss, das habt ihr vielleicht auch schon beim Unboxing gemerkt, wie viel Vorfreude ich hatte und wie geil ich diesen Metro X fand. Die Qualität von ihm ist wirklich nicht wie 1300 Euro. Du hast, wenn mir jemand sagen würde, das Ding kostet 7000 Euro, würde ich sagen, okay, scheint zu stimmen, weil das fühlt sich wertig an. Beim Creality muss ich sagen, weiß ich nicht, das ist alles so ein bisschen, ja, wenn der 800 Euro kosten würde, würde ich das auch glauben. Aber er scannt gut und deswegen kann man über die optische Qualität ein bisschen wegsehen. Der Tastendruck hier ist okay, wir haben hier auch LED-Beleuchtung. Der Metro X hat jetzt hier tatsächlich so ein paar Silikonschalter, aber die tun sich nichts viel. Von der Handhabung her ist der hier natürlich auch ein bisschen schlanker. Gewichtstechnisch sind die auch relativ gleich. Ja, optisch finde ich den tatsächlich schicker, aber vom Feeling und Handling in der Software und damit zu arbeiten, ist die Creality doch wirklich, in meinen Augen, wirklich leider das bessere Gerät, was ich nicht erwartet habe. Aber klarer Sieger. Genau, und zum Performance her, bei Metro X brauche ich ja nicht viel sagen. Wir haben Tracking-Verlust, es ruckelt das Programm, der Rechner dreht hoch. Aber, was ihr auch schon im Video gesehen habt, wie ich mit dem Creality hier am Scan war, wie schnell man da scannen kann. Und innerhalb von wenigen Sekunden, ich gehe da ran, ich sehe die Linien auf dem Bauteil, 1:1 live übertragen zum Computer. Ich scanne das Bauteil, ich mache so. Ich habe sofort die Konturen erkannt. Mit dem Metro X ist man dann hier am Tanzen, zittert rum, hat Angst, irgendwie das Tracking zu verlieren, guckt die ganze Zeit hin. Wenn ich den bewege, passiert auf dem Monitor teilweise gar nichts. Und nach 3 Minuten Scannen kann ich immer noch nicht erkennen, ob ich jetzt mit den Tisch gescannt habe oder tatsächlich ein Bauteil. Und das hat man hier halt nach 10 Sekunden, weißt du, was Sache ist. Und dann lässt sich auch viel besser arbeiten tatsächlich mit, wenn du halt wirklich 1:1 hier eine Live-Übertragung hast, ohne Rucklung, ohne Panik. Ne? Das muss man einfach sagen. Das ist einfach schön gewesen. Hat sich echt gut angefühlt mit dem Creality. Es macht halt Spaß. Deswegen, ihr seht jetzt auch die Gorilla hier stehen auf diesem Tisch. Wir können jetzt gar nicht aufhören, hier weiter Sachen zu scannen. Wir haben schon so viele tolle Sachen gemacht. Es macht einfach Spaß. Das Handling ist einfach richtig, richtig schön. Ich habe so viele Ideen, was ich damit jetzt gleich noch alles scannen könnte. Aber Zeit ist begrenzt. Ihr seht, es ist schon wieder, naja, brauche ich nicht zu sagen. Danke, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es sollten ja erst 2 Videos werden, aber für Metro X hat es nicht gereicht, ein eigenes Video zu machen. Das ist der leider nicht wert. Schade, aber ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir da draußen helfen, welchen Scanner du dir jetzt am besten zulegst. Und ich sage danke, dass du bis hierhin geschaut hast. Gib meinem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, tu das auch gerne. Und wir sehen uns am Mittwoch und am Sonntag. Wir sehen uns, Freunde, wie immer. Bis gleich.